Hallo und herzlich willkommen bei NFOS Tech TV, der digitalen Plattform für die NFOS Tech 2025. Ich bin hier am Stand von Held Work Protection zusammen mit dem Stefan. Stefan, servus. Danke, dass wir da sein dürfen. Was schauen wir uns für das Jahr 2025 an Neuheiten an? Ja, erstmal danke fürs Kommen und schön, dass ihr uns ausgewählt habt. Wir haben uns immer in der Entwicklung die Fragen gestellt, ja, wo können wir mit Textil heute noch was Modernes, was Neues machen? Und ein ganz großes Thema ist für uns die Nähte. Ja. Jeder hat schon das Problem gehabt, dass Nähte aufgehen, dass in Sturzzonen oder auch in stark belasteten Zonen im Knie oder im Ellbogenbereich die Nähte beschädigt werden. Deswegen haben wir uns überlegt, wie kriegen wir ein Produkt hin, wie im Seamless-Bereich, wo es ja auch die Unterwäsche gibt, die Seamless ist und hier eine Naht hat. Wie kriegen wir das in unsere Funktionsbekleidung für den Motorrad, Arbeitsschutz oder auch andere Bereiche eingedacht? Ja, genau. Ja, und dann haben wir uns das so überlegt und haben uns einen Partner gesucht, der mit uns eine Technologie entwickelt hat, die heißt GetSpace. Und das Besondere dieser GetSpace-Technologie ist, dass wir in dieser Technologie unterschiedliche Zonen einarbeiten können. Also wir können im Prinzip, ich habe hier mal ein Muster, unterschiedliche Zonen. Wenn ich Stretch brauche, habe ich Stretch-Zonen. Wenn ich Belüftung brauche, habe ich belüftete Zonen. Ich kann Designs einarbeiten. Oder in dem Fall auch eine Projektorentasche. Auch eine Projektorentasche. Und das Besondere dabei ist, dass auch das seamless ist. Also für den normalen Zuschauer, der würde jetzt sagen, aber ich sehe ja hier die Naht, genau. die sehe ich ja hier. Also das ist ja im Endeffekt, denkt er, das ist eine vernähte Geschichte. Aber wie ihr hier sehen könnt. Und dann das ist eine gewebte Naht, wo auch die Tasche im Prinzip angeschlossen ist. Also man hat innen drin auch die Verarbeitung, wenn man das jetzt mal hier sich anschaut. Diese unterschiedlichen Zonen, hier sind keine Nähte, aber hier sind Stretch-Zonen, hier oben sind belüftete Zonen. Also das ist absolut glatt. Also für jeden, der jetzt denkt, das ist, hier sehe ich doch die Nähte, es sind keine Nähte, im Endeffekt ist es alles mit eingewebt. Genau. Im Endeffekt. Und ihr seht hier einen komplett nahtlosen Übergang von den verschiedenen Materialien, wie sie sich untereinander kombinieren. Also definitiv eine sehr coole Geschichte und absolut innovativ. Genau. Und jetzt haben wir uns gedacht, okay, wie können wir das noch besonderer machen? Wir haben dann die Produkte so verarbeitet, dass die Reißverschlüsse auch nicht vernäht sind, sondern eingeklebt. Kennt man ja aus dem Bereich Softshell-Jacken. Hier haben wir jetzt extra für diese Technologie entwickelt. Und wir haben das GAD XKN-System entwickelt, was aus einem starken Korund-Mineral besteht. Also sehr, sehr abriebfest, dieses Korund-Mineral. Korund und Polyurethan aufgebracht und gedruckt. Das ist das Besondere. Darum geht's. Also nicht wieder durch ein extra Teil eingenäht, sondern aufgedruckt auf das fertige Produkt. Und daher ist es eine sehr innovative Geschichte. Also fast, also so gut wie nicht mehr trennbar vom Grundkörper oder vom Trägermaterial, also im Vergleich zu anderen Herstellern. Man hat eine sehr hohe Flexibilität in dem Bereich, aber maximalen Schutz auf dem applikierten Bereich. Können wir auch, das Material können wir auch zum Beispiel feuerfest ausrüsten. Es ist wasserabhellend, das kann man vielleicht noch kurz zeigen. Hier, aus dem Off. Ja, natürlich aus dem Off. Wenn man mal hier sieht, sieht man, dass es abhält, das Wasser. Ja, und jetzt deine Frage, ja, Wasser abhellen, cool, aber ist es auch wasserdicht? Gibt es da auch eine Möglichkeit? Da haben wir uns natürlich auch was überlegt. Und das ist im Prinzip relativ einfach. Jeder kennt es bei seinen Regenjacken, bei seinen 3-Lagenjacken, dass jede Naht verklebt werden muss. Ja, und wenn man sich vorstellt, in so einer Jacke sind normalerweise 90 bis 100 Teile drin. Alles nähen, tapen,
ist eine riesen Fehlerquelle. Also es kann, jede Naht ist im Prinzip eine Fehlerquelle. Genau. Es kann undicht werden. Ja. Und bei diesem System, wo wir eben nur 2 Nähte haben, also einmal diese Naht, die in den Arm vorgeht und die Naht auf Seite, also diese Seamless-Ware, können wir alles auf einmal vertapen und müssen nur eine Naht abtapen. Abdichten sozusagen, weil der Rest sowieso eingeschlossener Körper ist sozusagen. Und bleibt immer noch stretchend, also die Ware ist immer noch stretchend. Kannst ja mal hier auch vielleicht mal den Zuschauern zeigen, wie stretchend das ist. Was nehmen wir denn hier? Also das geht schon echt gut mit, wenn man das sieht. Ja. Was hier rauskommt und absolut auch was die Formstabilität betrifft. Gute Performance auf jeden Fall. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an der Hose noch an. Ja. Das ist mit der Membrane. Ist im Prinzip jetzt diese wasserdichte Membrane eingearbeitet bzw. auf das Material bereits aufgebracht und als ein komplettes Bauteil verbaut. Und dann im Endeffekt, wie es schon gesagt hat, Herr Stefan, habt ihr hier die eine notwendige Naht, die dann im Prinzip verklebt werden muss. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Fehlerquellenreduktion, wie du schon gesagt hast, durch die Reduktion von so viel Klebestellen wie möglich. Genau. Wir aus dem Motorradbereich haben natürlich auch noch die Herausforderung, dass wir Projektoren einsetzen wollen, was aber natürlich auch für Einsatzkräfte oder auch für im Rettungsdienst oder auch im Arbeitsschutz, siehe Bodenleger und so weiter, wichtig ist. Da haben wir natürlich auch die Möglichkeit, eben die Taschen mit einzuweben, wie es jetzt hier ist. Und entweder durch Reißverschluss können wir die Projektoren aus dieser Tasche herausnehmen oder haben das auch im Schulter- und Armbereich einfach den dünnen Protektor, der herausnehmbar ist, zertifiziert nach Level AA, super dünn, super beweglich und das super weich, können wir mal rausholen. Geht auch gut mit. Und das ist meistens das Problem bei Produktionen oder selbst wenn die von namhaften Herstellern mitgeliefert werden, dass einfach diese Möglichkeit mit dem Körper oder dem zu schützenden Körperteil die einfach nicht genug mitgehen oder nicht flexibel genug sind. Die sitzen so in eurer Tasche drin, dann habe ich einen Punkt, der massiv belastet wird und sich dementsprechend der Protektor ausarbeitet, beziehungsweise in dem Bereich, in dem er eigentlich formstabil sein muss oder sollte, sich dann im Prinzip reduziert und der Schutz im Prinzip nicht mehr vollkommen gewährleistet ist. Und das, mit dem Material hier geht der immer schön mit und macht einen absolut wertigen Eindruck. Also sieht super aus. Das ist eben unsere Erfahrung aus dem Motorradbereich, die wir in dem Bereich Work Protection eben mit übernehmen und da auch einsetzen. Ja. Die Sturzzonen oder auch die ganzen Materialkombinationen. Absolut sinnige Innovation und natürlich auch die Erfahrung aus dem Motorradbereich in die Funktionskleidung mit einfließen zu lassen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Material ist aus dem Polyamid-Gewebe, also sehr belastbar. Gleiche Grundstoff wie in Dupont Cordura, das sagt den Zuschauern und Zuschauern vielleicht ein bisschen mehr. Und super belüftet. Also wenn du mal da durchbläst, schaut wie zu aus, ist wasserabweisend, aber wenn du durchbläst, hast du trotzdem Belüftung. Okay. Und das ist natürlich super angenehm zu tragen, diese Stretch-Funktion und dann zusätzlich auch noch diese Belüftung macht ein ganz angenehmes Klima. Ja, auf jeden Fall ein absolut spannendes Produkt und es spiegelt auf jeden Fall wider, was man mit modernen Fertigungstechniken und natürlich auch mit modernen Materialien alles machen kann. Das ist so die Idee dahinter gewesen. The next step. Ja, auf jeden Fall. Also Stillstand ist der Tod und die Firma Held ist auf jeden Fall vorne mit dabei, das Produkt so zu optimieren und natürlich auch Materialien zu verwenden, die dem Geist der Zeit entsprechen. Ja, ist auch ein Nachhaltigkeitsthema, du sprichst es an. Nachhaltigkeit, warum? Weil die Materialien alle aus einem Materialbaukasten kommen. Es ist eine gewebte Ware, komplett der gleiche Baustein, kann also komplett auch 100%ig wieder reduziert werden und recycelt werden und kann wieder in die Kette mit eingenommen werden. Das heißt, ich habe keine Fremdmaterialien mit drin? Oder? Außer Reißverschlüsse, aber, genau. Aber die sind ja relativ schnell ausgebaut. Genau. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Produkt und zwar auch ein großes Thema bei der Firma Held sind Handschuhe und natürlich auch immer die Weiterentwicklung derselbigen. Was schauen wir uns an? Ja,
Du sagst es, Handschuhe ist unsere Kernspezialität und da sind wir eigentlich auch groß geworden als Firma im Motorradbereich. Ganz am Anfang haben wir viel Arbeitsschutz gemacht und unser Anliegen ist es genauso wie in der Bekleidung, die Produkte immer dem Träger und auch die Sicherheit dem Träger zu gewähren, aber trotzdem auch Komfort und Taktilität zu haben. Ja, und hier haben wir uns jetzt was überlegt. Es gibt ja immer mehr das Problem von Nadeln, bei der Durchsuchung von Taschen an Flughäfen oder auch auf Partys oder auf Konzerten werden die Taschen durchsucht. Und ja, da weiß man ja nicht, was ist in der Tasche drin. Genau, oder beim Durchsuchen von der Jeans kommt da sogar eine Nadel durch das Jeansmaterial durch, wenn ich gerade abtaste. Und da war es uns einfach ein Anliegen, einen Handschuh zu entwickeln, der stichfest ist. Die Stichfestigkeit ist natürlich für die Zuschauer da draußen in erster Linie, denkt jeder bei Stichfestigkeit, ich nehme ein Messer, halte es auf meine Handfläche drauf, das Messer geht nicht durch, der Handschuh ist also somit schnitt- und stichfest, aber natürlich, wie du es schon erwähnt hast, ist Kanülenprotektion der Holy Grail auf Schnitthandschuhe, nenne ich es jetzt mal so. Genau, richtig. Das werde ich auch später noch zeigen. Wir haben da eine Nadel mitgebracht und aber nicht am lebenden Objekt. Doch, das kannst du dann auch selber probieren. Ich probiere es auch. Bei den Besuchern habe ich auch gesagt, aber auf eigene Verantwortung. Ja, nein. Also es gibt ja diese Norm ASTM F2878. Wir haben jetzt da unterschiedliche Modelle. Wir haben ein Modell aus rein Textilmaterial aufgebaut. Das ist aktuell zertifiziert nach dem Level 3. Level 2, entschuldigen bitte. Und dann haben wir noch verschiedene andere Modelle auf Level 3 aufgebaut. Ja. Das Besondere an den Untermodellen ist jetzt hier, das ist jetzt unser, ich drehe es ein bisschen, unser 270 Grad Schutz. Also alles, was man hier jetzt grau sieht, ist ein Textil mit einem Stichschutz für Kanülen. Ja. Und warum 270 Grad? Weil wir eben die Handinnenfläche bis zur Seite abdecken. Genau. Also bis zur Handkante und auch ein Teil von der Oberhand. Das heißt folgerichtig, dass alles, was ich grau sehe, ist der Punktierschutz, also durch die Kanüle, wie du es schon erwähnt hast. Also dieses Material, das fähig ist, die Kanüle abzuwehren oder nicht durchdringen zu lassen. Habe ich dann auf der Oberseite trotzdem einen regulären Schnittschutz oder Stichschutz? Das kann man, der ist jetzt hier aktuell mit Stichschutz, mit Schnittschutz und das kann man natürlich auf der Oberhand dann noch machen. Ja, also jetzt nur explizit bei dem Modell, das heißt nur, dass die Zuschauer sehen, auf der Innenseite habe ich die wirklich maximale Performance und auf der Oberseite dann da im Prinzip wo es halt dann drauf ankommt im Endeffekt. Genau. Also wird eher selten passieren, dass ich dann eher so, und der hat ja auch seinen spezifischen Einsatzort bzw. sein Einsatzgebiet, der Handschuh. Der Handschuh ist auch im Prinzip auch relativ dünn gehalten mit wenig Projektion, dass man eben nicht hängen bleibt und hat auch hier, wenn man hier vorne sieht, das Leder auf die Oberhand gezogen. Der Grund dahinter ist, wenn ich in Taschen reingehe, weiß ich ja nicht, ob eine Nadel vielleicht nach oben steht. Deswegen haben wir die Spitzen der Fingerkuppen eben auch noch geschützt mit diesem Leder-Spezialmaterial. Und das ist jetzt unsere 180-Grad-Version. Warum? Die ist noch mal komfortabler, weil wir eine weitere Naht hier angebracht haben, dem Handschuh die typische Körfung zu geben, welche im Motorradbereich ist, ist, damit man einfach schöne Flexibilität hat und das Griffgefühl. Von Haus aus schon. Genau, weil das Material ist natürlich etwas steifer als normales Leder. Ja. Ich finde trotzdem haben wir das sehr beweglich und sehr weich hingebracht. Das heißt, bei der Version ist es jetzt so, dass das Material unter der Lederschicht sitzt? Das Leder ist schon. Nein, das Leder ist ein speziell gegerbtes Leder, genau für diesen Einsatzzweck. Und unten drunter haben wir nochmal ein Spezialmaterial, da kann ich jetzt leider nicht genau viel dazu sagen, was eben den Stichschutz eben nochmal erhöht. Willst du es mal probieren mit der Nadel? Oder? Ich probier's natürlich. Ach so, ich probiere das ja natürlich. Genau. Ja,
Kommt das aus dem Off? Dankeschön. Ja. Wir haben ja die Firma halt immer Kanülen am Start. Genau. Da gibt es ja natürlich unterschiedliche Kanülen. G12 hätte es schon sein können, ne? Ja. Und da ist es halt so, dass ich hier machen kann, was ich will. Ich kann es sogar bis hin, sehen Sie, ich drücke und die Nadel biegt sich schon leicht. Es gibt ja natürlich unterschiedliche Kanülen. Ja. Bei diesem Test ist eine sehr dünne Nadel verwendet, die knickt ab. Wenn es natürlich große Kanülen sind. Wie bereits die Winner G12 oder irgendwas. Genau. Aber das ist ja nicht das, was handelsüblich oder ich nehme für dieses Klientel, das ich hier absuche, die werden keine G12 Kanüle am Start haben. Also da wird definitiv was Gängiges in dem Ding sein. Vielleicht. Natürlich probiert das auch. Aber auf jeden Fall, wie ich schon erwähnt habe, ist definitiv. Das macht man mit etwas Vorsichtigkeit, Anfang, aber es ist absolut von der Performance her super. Also, und wie ich bereits erwähnt habe, das ist wirklich, was so dünne Sticheigenschaften betrifft, das ist wirklich so der heilige Gral des Schutzhandschuhs. Also ist echt massiv gut von der Performance her, also auch von der Griffigkeit auch sehr, sehr angenehm zu tragen und vielleicht für den einen oder anderen da draußen, der im Einsatz ist und für den das relevant ist, die perfekte Lösung in dem Sektor. Genau. Also das ist jetzt natürlich die Top-Lösung mit dem Level 3. Wir haben dann auch noch uns überlegt, okay, es gibt ja so diese Strick-Versionen, Thema Seamless, und haben uns da auch mal überlegt, noch was draus zu bauen. Da kann ich euch vielleicht auch noch kurz die Strickversion zeigen. Das ist jetzt im Endeffekt so, wie viele den Schutzhandschuh oder den Schnittschutzhandschuh als Klassiker kennen, so speziell jetzt für mich jetzt auch aus dem Handwerk. Aber da haben wir jetzt praktisch dieselbe Stichschutzklassifizierung, oder ist es eher dann, dass ich sage? Ja, also hier haben wir auch wieder diese 270 Grad, eben weil es um die Finger gezogen ist, Level 2 zertifiziert, und hier ist eben auch das Material stichschutzsicher, also dieser Aufdruck nenne ich es mal, und innen ist nochmal eine Materialeinlage, die das schützt. Beide haben ihre unterschiedlichen Einsatzzwecke. Einsatzhandschuhe sehe ich eher bei diesem Modell. Wenn es aber dann jetzt in die, gibt ja verschiedenste Einsatzzwecke. Ich sag mal, also das hat definitiv auch seine Daseinsberechtigung. Genau. Weil wenn ich jetzt im Rettungsdienst bin und sage, ich habe so einen Problemfall, dann gehe ich einfach über meine Nitril- oder Latex-Handschuhe einfach nochmal drüber und habe einfach ein gutes Gefühl, wenn ich da nochmal jemanden abtaste, bei dem vielleicht irgendwas Problematisches auftauchen könnte. Ja, oder im Notfall, wenn einer gerade da liegt und den nicht mehr sprechen kann, dass man einfach schaut, ich weiß ja nicht, was hat er in seinen Taschen drin. Genau, da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und vor allem mit einer relativ flexiblen Lösung. Genau. Sehr cool. Richtig. Material ist Schnittschutz, komplett, und dadurch auch schnittsicher. Optimal. So, es geht direkt weiter mit unserem letzten Produkt hier am Stand von Held Work Protection. Und das sieht mir fast nach einer taktischen Einsatzhose für verdeckte Ermittler aus, oder? Du bist der Boss. Ja, genau. Also das ist ja nicht wirklich unser Kern unseres Geschäfts, aber da haben wir uns mal rangetraut, haben wir uns da auch mit einem Partner zusammen verschiedenste, überlegt, wie kann man so eine taktische Hose einfach verbessern. Ja? Im Marktüblichen gibt es ja sehr viele, aber was macht unsere Hose besser als die im Markt? Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wie findet man eine Lösung? Ja? Und ein Punkt ist natürlich die Materialabriebfestigkeit. Ja. Ja? Da haben wir natürlich aus dem Motorradbereich sehr, sehr viel Erfahrung und haben hier ein Jeansmaterial verwendet, was im Newton-Bereich über 120 Newton nicht mal die Maschine mehr schafft, das weiterzureißen. Also hat es eine super hohe Weite-Reißfestigkeit und eine Abriebfestigkeit. Wir haben euch da auch ein paar Videos mal zugeschickt. Also das ist schon mal der erste Baustein, warum wir diese Hose uns überhaupt an das Projekt da auch rangetraut haben. Das ist das erste Thema. Dann ein weiterer Punkt war für uns, es ist ja eine
ich nenne es jetzt mal undercover, verdeckte... Also mit der Greyman-Thematik ist es halt wichtig, dass du im Prinzip unterwegs bist und nicht dieses non-detectable, das heißt, da kommt schon von Weitem einer und sagt, mit dem ist doch was faul. Also das ist eigentlich so die große Schirmherrschaft, die bei dem Thema eigentlich omnipräsent ist und du jetzt gleich wieder mit einsteigen kannst. Viele Leute denken so, ja, da hat die Firma Held einfach nur eine schicke Motorradhose gebaut. Aber weit gefehlt, würde ich jetzt sagen. Und da kommen wir jetzt drauf. Ja, wir haben uns den Markt halt einfach angeschaut und haben gesehen, dass die Jeans oftmals durch auch die Nähte am Knie, wo die Protektoren einfach auch sichtbar sind, sich verrät. Ja? Und wir haben das versucht mit einem höhenverstellbaren, also den Protektor hier in der Tasche kann man Höhen verstellen bis über 40 cm und wir haben hier eine ganz dezente Naht. Also es ist im Prinzip wie Naht wie bei jeder Jeans, wo eben der Protektor eben fixiert ist. Ja. Also das ist, dass man halt da mehr verdeckt bleibt. Der Einschub erfolgt praktisch über die Innenseite. Ich kann einfach die Hose drehen, kann den Protektor rausnehmen und dort wieder platzieren, wo ich sie haben will. Ja. Also das ist so die Main-Faktoren für diese Hose. Was ein weiterer Punkt ist, wir haben innenliegende Taschen eingebaut für die ganzen Sachen. Also ich kann dir ja auch mal kurz zeigen, was da alles drin ist. Aber, was jetzt praktisch von der Vorderansicht nicht gleich ersichtlich ist. Ja, genau. Also ich fange mal einfach mal an. Hier das normale Equipment. Dann also von diesen Magazinen passen 4 rein. Ich habe leider nicht mehr da gehabt. Bis hin zum Geldbeutel. Und wer auch noch ein paar Nüsse haben will, kann auch noch ein paar Nüsse mitnehmen. Also es ist relativ geräumig, würde ich sagen. Trifft es, ja. Warte, ich nehme es dir gerade mal wieder ab. Vorsicht. Gut. Ja, definitiv. Also auch was ihr seht schon, der Stefan hat jetzt viel von der Rückseite geholt. Das ist natürlich die Seite, die am wenigsten exponiert ist für euer Gegenüber und dementsprechend auch für was die Haptik und die Anwendungen eurer Gegenstände betrifft, natürlich am intuitivsten ist. Das heißt, ihr nehmt immer direkt von hinten weg. Ich kenne es selbst von meiner Hose, wenn ich mal Handy hole, ist immer die gleiche Bewegung und ihr seht es. Sehr dezent gearbeitet, auch mit der Naht und natürlich ihr müsst natürlich keinen Protektor verwenden. Ist das auch der gleiche Protektor, den wir vorhin gezeigt haben? Genau, also richtig. Der flexibel? Super flexibel, einsetzbar und was natürlich auch ganz wichtig ist, ist die Stretchfähigkeit. Also man meint ja, das Material ist super abriebfest, aber nicht mehr stretchend und das ist weit gefehlt. Das ist nämlich super stretchend und trotzdem so hoch abriebfest. Also was natürlich auch eine enorme Agilität beim Einsatz auch betrifft. Und natürlich könnt ihr die Hose auch als super bequeme Motorradhose nutzen, überhaupt kein Thema. Ne? Aber es ist Thema Abriebfestigkeit und natürlich, zeigst du mir gerade den Protektor nochmal. Ja. Also das ist natürlich eine komplett andere Hausnummer, wenn ich eine Hose habe, die in dem Bereich beziehungsweise einen Protektor habe, der natürlich in Kombination mit der Stretchfähigkeit in jede Richtung mitgeht. Also der auch sehr fast nicht aufspürbar bzw. wahrnehmbar ist, wenn der auf dem Knie sitzt. Genau. Also und das letzte Punkt, wo wir auch sehr stolz drauf sind, dass die Hose wird zu 100% in unserem Werk in Deutschland noch gefertigt, weil es sich einfach hier, das Material ist so teuer, da macht es einfach Sinn, die Produktion in Deutschland zu halten und deswegen haben wir uns hier auch dafür entschieden. Kannst du preislich schon was sagen? Weil da wird definitiv die Comment-Sektion... Ja, da werden wir so in der Ausführung bei so circa 500 € liegen. Okay, aber mit Protektoren, alles drum und dran. Wie ist das garantiemäßig, wenn ihr sagt, ey, das ist jetzt wirklich meine Hose im Hard Use im Einsatz gewesen und... Das ist kein Problem. Wir haben eine eigene Reparaturwerkstatt, wo wir auch Gore lizenziert sind und da alles reparieren können. Also das ist überhaupt kein Problem. Und Thema Nachhaltigkeit. Gell? Absolut. Also haben wir auch definitiv
auf der Messe schon gespürt, dass das Thema Nachhaltigkeit für viele Firmen absolut Thema ist und nicht totgeschwiegen wird und hier nicht so der Große gemacht wird. Also absoluter Zahn der Zeit getroffen und dementsprechend auch gehandelt. Ja, das war's von unserer Seite aus hier von Held Work Protection. Wenn ihr Fragen zu den Produkten habt, die wir euch gerade gezeigt haben, oder allgemein Fragen zu den Held-Produkten, dann schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Ich bedanke mich nochmal beim Stefan. Dankeschön fürs Kommen. Abonniert auf jeden Fall den Kanal NFOS Tech TV und drückt auf jeden Fall die Glocke für die neuesten Videos der NFOS Tech 2025 und natürlich für die kommenden Jahre. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.